Was macht manche Rassen zu so idealen Assistenzhunden? Und welche Unterschiede gibt es zwischen Rassen? Menschen, die mit Assistenzhunden leben, teilen ihre Erfahrungen und Gedanken. Erkenntnis Nummer 2 und Nummer 1 war ein Golden Retriever Hündin Happy. So, und ich bin sehr froh, etwas anderes jetzt zu haben. Also manche sagen ja immer wieder ein Golden Retriever. Ich habe gesagt, nee, es kann auch mal ein schwarzer Hund sein, der kann auch mal ein bisschen ernsthafter gucken können. Er darf ja keinen Verteidigungsinstinkt haben, aber einfach ein schwarzer Hund neben dem Rollstuhl gibt dann doch manchmal etwas mehr Sicherheit als so ein typischer Golden Retriever, der also jeden anhimmelt, der vorbeikommt und sagt, also ich werde hier nur im Keller gehalten, komm doch mal und streichel mich. Ja, das ist so ein Unterschied und damit hatten wir zwar nicht Probleme bei der Happy, aber ich habe mich gefreut, danach dann doch mal eine andere Rasse zu haben. Der Vorteil beim Collie ist, weil da ja auch der Hütehund noch mit drin ist, ich möchte im Freilauf einen Hund haben, der sich nicht so weit entfernt. Also mein Merlin entfernt sich schon mal etwas weiter und im Freilauf kann ich nicht sehen, was passiert. Haut er sich gerade den Bauch voll und bei dem Collie ist, der macht maximal 10 bis 12 oder 15 Meter weiter auf keinen Fall. Also der ist ganz in der Nähe am Halter immer. Weiter geht er nicht und das favorisiere ich und letztendlich gefällt mir der Hund. Es wächst derzeit ein Junghund, kein Welpe mehr, ein Junghund bei uns auf. Das ist in der Tat dieses Mal kein Labrador. Anton ist ein Labrador-Retriever-Mix. Und jetzt in der Zeit wächst ein 10 Monate alter Riesenschnauzer bei uns auf. Die Entscheidung, einen Riesenschnauzer zu nehmen, ja, also ist vom Charakter her völlig anders als ein Labrador. Aber erstmal hart der Shadow nicht, was eigentlich total angenehm ist. Und was mir auch total gut gefällt, der hat so ein immer Kontakt zu mir. Wenn ich Gassi gehe, wenn ich spazieren gehe, ich finde total faszinierend, dass er jetzt schon eine totale Bindung zu mir aufgebaut hat. Ich merke also immer, dass der irgendwie immer um mich rumgeht und wenn ich ihn rufe, kommt er sofort. Ja, und so mit der Reizschwelle inzwischen, also ich finde nicht nur diese körperliche Verzüchtung dieser Rasse, es ist ja auch so, dass wirklich auch der Straßenverkehr zugenommen hat und der Schäferhund mit so einer doch sensiblen Seele, also ich glaube, der ist schnell reizüberflutet inzwischen und dass du nur noch sehr wenige Schäfer hast, die das wirklich auch managen können und die innere Ruhe haben. Also eigentlich ist Luna das krasse Gegenteil wie Mars, aber trotzdem haben sie auch viel Ähnlichkeiten. Also Luna ist der aktive Flummi, der am liebsten nur rennt und springt, in der Wohnung aber unsichtbar ist. Mars ist draußen auch aktiver, aber er muss eher aufgefordert werden zum Spiel. Also es ist grundsätzlich so, dass Mars den Hasen macht und Luna ihn jagt. Das ist einfach so verteilte Rollen, was auch wieder zeigt, Luna muss den Goldie antreiben, damit er mitspielt und hat dann aber auch einen Riesenspaß dabei. Mars ist die Ruhe selbst, liebt andere Menschen. Luna ist bei Menschen eher zurückhaltend, liebt dafür andere Hunde. Und beide aber total verkuschelt und auf mich bezogen und am liebsten 24 Stunden als Schatten an mir dran. Dieser Podcast wurde von der Aktion Mensch gefördert. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, teilen Sie ihn bitte. Erfahren Sie Neues von Pfotenpiloten und Stiftung Assistenzhund, indem Sie unseren Kanal jetzt abonnieren und auf www.pfotenpiloten.org unseren Newsletter bestellen. Wir freuen uns, mit Ihrer Hilfe auch weiterhin Barrieren für Assistenzhundteams ab- und Unterstützung aufzubauen.